während es in den letzten Videos sehr, sehr viel um technische Themen ging, um Software-Updates, Firmware-Releases oder auch um so Themen wie FAQs zu bestimmten Regler oder Produkten, geht es in diesem Bereich jetzt um etwas Allgemeineres, um den Bereich Marketing. Und warum man das trotzdem als Kälteanlagenbauer, Installateur oder Großhändler kennen sollte oder vielleicht auch als OEM, das sehen wir gleich. Und die große Frage, um die es jetzt geht und die sich um das Thema Marketing dreht, ist: Was finde ich denn eigentlich unter dieser Kachel Marketing? Und dazu gehen wir jetzt wieder in das KSA. Das heißt, wir melden uns wieder an mit unserem Account und wir können entweder hier unten oder hier oben auf Marketing klicken. Wir gehen mal oben drauf und jetzt haben wir zwei Kacheln, die wir sehen aktuell. Wir haben einmal Advertisements, also Werbemittel. Da werden wir auch gleich mal reinschauen. Und danach ist dieser Part Wholesalers und Installer Events. Da geht es, wie ihr schon seht, viel in diesem Moment um Join the Evolution, also um Expansionsventile, elektronische Expansionsventile. Dort sind sehr, sehr viele wichtige Informationen und spannende Themen, aber wir schauen zuerst in den Bereich Advertisements rein. Ihr werdet es schon erahnt haben, das, was sich hier runter verbirgt, sind für alle unsere Bereiche Vorlagen für diverse Plakate, Werbemittel, Banner. Es könnten zum Beispiel auch Online-Banner sein. Und wir schauen mal einfach hinein. Wir nehmen Retail. Liegt der Finger schon so schön drauf. Und das, was wir dort sehen, sind Vorlagen für diese Plakate. Also wenn ihr mal eine Werbeaktion machen wollt und ihr sucht nach Ideen, dort findet ihr alles. Wenn ihr die Sachen dann in hochauflösend braucht oder zum Beispiel auch angepasst, Sprache angepasst, dann könnt ihr euch mit uns in Verbindung setzen und dann kann man darüber sprechen, wie ihr da dran kommt und wie das Ganze so funktioniert. Jetzt gehen wir wieder zurück. Eine Seite hoch und wir schauen uns einmal um. Was verbirgt sich denn eigentlich unter den anderen Part, von dem ich behauptet habe, dass er spannend ist? Join the Evolution. Hier findet ihr alles zu der Marketingaktion und Marketingkampagne rund um elektronische Expansionsventile. Das heißt, wenn ihr da mal sucht oder auch kompakt nur alle Informationen zu elektronischen Expansionsventilen haben wollt, hier findet ihr das auch. Hier findet ihr den Link zum CPQ. Ich mache den Link einfach mal auf und da seht ihr schon das CPQ. Hier könnt ihr euch anmelden. Ihr könnt eure Ventile auslegen, aber auch auswählen. Dann etwas, was ich sehr charmant finde, ist die Case Study, also die Fallstudie zum Vergleich von elektronischen Expansionsventilen im Verhältnis zu thermostatischen Expansionsventilen und was das eigentlich so ausmacht. Also wo liegt eigentlich der Benefit dahinter? Und das ist auch eine Broschüre, von der ich weiß, dass einige meiner Kunden sie auch verwenden, um da auch mit ihrem Kunden besser drüber sprechen zu können. Also hier ist so die Frage, wie ist das eigentlich so mit den Energieeinsparungen? Wo kommen die her? Stimmt das eigentlich? Und wie hoch sind die eigentlich? Und wenn ja, und warum? Das findet ihr dort mit hinterlegt. Dann gehen wir wieder zurück, einen Ordner weiter hoch. Weitere Informationen: EVD Manual, also das Handbuch zum EVD Evolution, Poster zu dieser ganzen Join the Evolution Kampagne, Promotion-Videos, aber extrem wichtig und sehr charmant, hier findet ihr auch Installations-, also Tutorial-Videos zur Frage, wie installiere ich denn ein elektronisches Expansionsventil, vor allem das Z-Ventil am Verdampfer. Wie wird denn die Wartung daran gemacht an so einem Ventil? Und wie wird das Ventil mit dem Treiber verbunden? Diese Videos findet ihr dort. Ihr findet sie natürlich auch auf YouTube, aber auch hier zum Beispiel zum Einbinden in eurer Homepage.
Das war es auch schon zum Bereich Marketing. Ihr seht, es ist überschaubar, aber sehr wertvolle Informationen dort drin, mit denen ihr wirklich viel anfangen könnt und euch das Leben auch leichter machen könnt. Dann bleibt uns ja wieder nur die Frage zum Schluss von diesem Video: Was kommt denn im nächsten Video dran? Und das nächste Video ist auch schon das letzte Video aus dieser Reihe. Und da werden wir uns zum Abschluss mal den Bereich Zertifikate angucken und mal schauen, was ihr dort drunter findet. Das ist jetzt ein Thema, das ist für jeden mal spannend. Also nicht nur für den Großhändler oder für den OEM. Das kann auch für jeden Installateur interessant werden. Allein für die Dokumentation, dass man weiß, wo finde ich denn jetzt die Zertifikate, wenn ich sie jetzt nicht schon von meinem Großhändler bekommen habe oder dort aus dem Webshop herunterladen konnte. Dort werdet ihr alle weiteren Informationen finden und das sehen wir uns auch im nächsten Video an.